Was passiert, wenn jetzt Spinnen kommen und einfach über dein Gesicht krabbeln und du kannst dich nicht bewegen? Und dann bin ich morgens aufgewacht, konnte meine Freundin nicht mehr sehen. Ich habe Therapeuten gehabt, da haben wir Posaune gespielt. Assistenz, sage ich immer, ist die Umkehrung der Machtverhältnisse in der Pflege. Loyalität ist keine Einbahnstraße. Und dann sitzen halt auch mal 7 Assistenten einem gegenüber und sagen, Christian, das, was du da machst, ist einfach scheiße. Es gibt halt einfach Situationen, die sind neu, die sind so neu, dass noch nie jemand so richtig darüber nachgedacht hat. Egal, wie es dir heute geht, aber in 14 Tagen geht es dir besser. Die Grenzen sind im Kopf, der Rest ist Leidensfähigkeit und Organisation. Hallo, guten Tag. Ich bin Janina Urusova. Ich begrüße euch bei unserem Videopodcast Ein Mond lang in deinen Mokassins, in dem Menschen mit Behinderung uns ihre Strategien der Krisenbewältigung teilen und uns dadurch in unseren schweren Zeiten der Corona-Krise unterstützen. Unser erster Gast heute ist Christian Tiffert. Christian, ich begrüße dich ganz herzlich. Und Christian war ein Marineoffizier, Ingenieur, Dozent und Doktorand. Und jetzt studiert er an der Universität Rostock Good Governance und ist Gründer eines NGO. Der ist ein leidenschaftlicher Abenteuerreisender und unternimmt langgedehnte Reisen durch Russland mit einem sozialen Zweck. Aber dazu erzählt er uns etwas später. Christian, ich begrüße dich ganz herzlich noch einmal. Erstmal ganz vielen Dank für die Einladung und ich begrüße dich auch und natürlich das Publikum. Dann komme ich zu unserer ersten Frage. Wir haben heute 10 davon und die erste ist, erzähl uns einfach von deiner Zeit vor dem Unfall. Wie warst du aufgestellt, sozial, beruflich, privat? Was ist denn dann passiert und was lief dann kurz nach dem Unfall? Ja, also ich hatte vor knapp 8 Jahren einen Fahrradunfall und vor diesem Unfall war ich Marineoffizier. Ich war Schiffstechnikoffizier auf einer Fregatte. Das heißt, ich war für die gesamte Technik auf dem Schiff zuständig mit Ausnahme der Waffen- und Radaranlagen. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt aber schon mehr oder weniger einen neuen Job gehabt. Ich habe ich wollte anfangen, an der Bundeswehr-Universität zu promovieren. Ich bin Maschinenbauer, Maschinenbauingenieur und es ging darum, in Umwelt- und Verfahrenstechnik zu promovieren und anschließend dann bei Chemieunternehmen anzufangen und dort Projekte zu leiten. Privat war ich zu dem Zeitpunkt gerade in einer festen Beziehung, die sich allerdings leider auch begann aufzulösen. Ja, und als mein größtes Hobby und eigentlich so Passion, ich bin damals sehr viel segeln gegangen, ich habe ein eigenes Boot gehabt, nicht besonders groß, aber wir sind damit sehr weit immer unterwegs gewesen. Ich habe dann einen Fahrradunfall gehabt, das heißt, ich bin einen Weg lang gefahren und jemand hat dort ein Stacheldraht quer über den Weg gespannt und in den bin ich hineingefahren, habe mich überschlagen und ja, habe dann, nachdem ich kurz einen Moment weg war, ungefähr 2 Stunden auf dem Weg gewartet am Wochenende. Also es war am Freitagnachmittag, Abend und war mir natürlich auch dem nicht bewusst, was da jetzt nur auf mich zukommt. Sodass ich also ja, auch damit gerechnet habe, dass ich da vielleicht auch 1, 2 Tage liege, bis mich jemand findet. Es war so ein bisschen abgelegen, der Weg. Und ja, das war natürlich eine ziemlich krasse Situation in dem Moment. Und ja, ich habe eigentlich damals schon ziemlich schnell gewusst, worum es eigentlich geht. Das heißt, dass ich wahrscheinlich mich werde nie wieder bewegen können. Und das, ja, da gehen natürlich dann schon ganz große Ängste durch. Also zweiteilig eigentlich. Auf der einen Seite, was passiert in der Zukunft, aber ganz konkret auch, was passiert in dieser Sekunde. Ich lag da also auf dem Weg, musst du dir vorstellen. Und dann kommt natürlich die Frage, was passiert, wenn jetzt
Spinnen kommen und einfach über dein Gesicht krabbeln und du kannst dich nicht bewegen. Das ist, klingt jetzt irgendwie lustig, ja, aber das sind so ganz wirkliche Ängste oder dass Tiere auf einmal kommen und du kannst dich nicht bewegen. In meinem Rucksack keine 20 Zentimeter entfernt war mein Handy drin und du überlegst die ganze Zeit, wie komme ich denn an dieses Handy ran und du kannst einfach deine Arme nicht bewegen, gar nichts. Du weißt nicht, hältst du das eigentlich durch? Wie ist das eigentlich, wenn auf einmal nach 2 Tagen äh, du Durst hast, du Hunger hast, bist du eigentlich hart genug, um diese Zeit durchzustehen? Und ich habe damals ähm, gewusst, dass das Wichtigste eigentlich für mich ist, in dem Moment auf gar keinen Fall irgendwie Panik zu bekommen. Da hat mir gerade die Ausbildung in der Marine sehr, sehr viel gebracht, weil man eigentlich dadurch auch trainiert ist, auf bestimmte Situationen äh, abzuschalten und ganz emotionslos, nüchtern und, naja, ich sag mal fast maschinell äh, Dinge durchzustehen, ohne sich jetzt da von größeren Gefühlen leiten zu lassen. Und das hat mir damals sehr geholfen, auch da wirklich ganz konkret durch diese Situation durchzugehen, indem ich halt alle Ängste und so beiseite gedrückt habe. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen und wie war jetzt diese Zeit im Krankenhaus, wo du erstmal lernen musst, mit dir selbst, mit deinem Körper umzugehen, musstest aber auch die Vorlesungen leiten und vorbereiten. Wie war das? Das war in der ersten Zeit ganz schön krass und heftig eigentlich auch. Also niemand wusste, ich habe mein Telefon mitgehabt und eine Kreditkarte und 20 Euro im Rucksack und das war's. Und man hat dann erstmal mich gefragt, wie man überhaupt mit meinen Eltern, mit meinem Bruder Kontakt aufnehmen konnte. Und das habe ich denen dann gesagt. Die haben meinen Bruder gegoogelt, der stand dann irgendwann an meinem Bett. Und ja, irgendwie ist mir dann bewusst geworden, okay, das ist jetzt also tatsächlich Realität. Du wirst halt einfach dich nie wieder bewegen können. Und das ist natürlich also ganz schön hartes Brett, was man da, wo man durch muss. Und in der ersten Zeit vor allen Dingen war das dann so, dass ich mich auch diese ganze Beatmung und dieses Essen über den Schlauch, Nasensonde und was ich da alles hatte, das war schon ja sehr, sehr unangenehm, sehr präsent. Und wenn jemand kam und sagte, also Herr Tiffert ist gar kein Problem. Sie haben ja immer mit dem Kopf gearbeitet. Sie könnten einfach danach weiterarbeiten und es ist dann ein bisschen anders, aber seien Sie mal froh, dass Sie kein Postbote waren oder so. Dann ist das auf der einen Seite natürlich motivierend und man merkt, okay, das läuft irgendwie weiter. Auf der anderen Seite total surreal, wenn man an einem Beatmungsgerät hängt und eine Nasensonde hat und dann kam mein Bruder zu mir und sagt, Mensch, Christian, Pizza essen können wir immer noch zusammen. Und ich habe einfach nur gedacht, wie soll diese Pizza durch diesen Schlauch durchgehen? Ähm, ja, ist in dem Moment wirklich schwierig. Und ich habe auch gemerkt, dass andere mit ganz vielen Ängsten zu mir gekommen sind und sich bei mir Mut geholt haben. Also Mut, wie sie mit der Situation umgehen können. Also mein Bruder kam da ganz traurig mal und da haben wir uns Segelfotos angeguckt und so und das haben wir nie wieder. Und ja, das ist natürlich schon so eine Geschichte. Für mich war relativ schnell klar, dass ich weiterarbeiten kann. Ich habe das große Glück gehabt, mit meinem Professor damals an der Universität, ja, den kannte ich schon seit 10 Jahren und wir haben immer wieder so lose Kontakt gehabt. Und er hat in der ersten Woche zu meinen Eltern gesagt, also egal was ist, Christian kann bei mir immer einen Job haben. Das war für mich eine riesige Stütze, weil ich diesen Gedanken, dass man äh, nicht mehr arbeiten kann, dass dieses soziale Umfeld komplett wegbricht, den hatte ich nicht. Also ich habe halt sofort die Sicherheit gehabt, es geht weiter. Und das war für mich wirklich
unheimlich wichtig. Was waren das, was sind das für Gerätschaften, mit denen du dir im Alltag, also diese Features, mit denen du dir den Arbeitsalltag ermöglicht? Also eigentlich, das sind alles irgendwie Sachen, das meiste ist schon ewig bekannt. Also so, ich sag mal, was wir jetzt machen, Zoom zum Beispiel, das gibt's dann in anderen Bereichen, Skype, das gibt's seit 20 Jahren oder so, keine Ahnung. Das Problem ist einfach, dass man die Dinge finden muss und dass man es auf sich selber anpassen muss. Also beispielsweise, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, bei Siri, da kann man wunderbar SMS schreiben und telefonieren und auch die Anrufe beginnen, nur man kann nicht auflegen. Mhm. Und Du es kannst ja ist sehen, deine Hände sind da unten und die genau, bewegen sich nicht. Ne? genau so. Und dann hast du jemanden nicht erreicht und dann sprichst du halt auf die Mailbox und dann läuft die halt 5 Minuten tonlos weiter. Und das sind einfach Dinge, das ist eigentlich die ganz große Herausforderung dabei, wirklich zu gucken, okay, welches Gerät kann was und wie kann ich das zum Beispiel miteinander kombinieren? Und das ist, glaube ich, die größte oder die größte Herausforderung. So, und dann gibt's halt immer wieder Infos. Ich habe so ein, nennt sich Tubus One, das ist so ein Mundstab, das funktioniert wie so ein Gecko, da puste ich rein und dann kommt so ein kleiner Finger rausgefahren. Und damit kann ich halt ein Tablet bedienen beispielsweise. Und ich habe sehr gerne fotografiert und dann habe ich halt geguckt, okay, mit welchem Tablet kann ich eigentlich welchen Fotoapparat bedienen und welche Funktionen hat dieser Fotoapparat. Und das ist eigentlich wie gesagt, dieses Ding, immer zu gucken, was kann ein Gerät und wie kann ich das kombinieren und wie kann ich das nutzen. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade einen neuen Job entdeckt, also eine Arbeitsbeschreibung für die Zeit, wo Menschen wie du jetzt vermehrt in die Arbeit kommen werden, eben zu helfen, gleich nach so einem Unfall oder einer Krankheit zu helfen, was so passt, eben technisch, weil soviel ich verstehe, gibt es sehr viele Ämter, die helfen, da irgendwie zu Versicherung zu kommen oder zu Pflege etc. etc. Aber dieses ganze technische Set, damit ein Mensch weiter arbeiten kann und lebensfähig bleibt und dass dieser Set auf ihn abgestimmt ist, ne, und ständig nachbessern und so, also das wäre eine neue Arbeitsbezeichnung für manch einer, der jetzt eventuell die Arbeit im IT-Unternehmen verliert, aus irgendeinem Grund auch immer, oder für Gigs, die auf sowas stehen. Das ist wirklich eine große Geschichte. Und vor allen Dingen geht es darum, auch zu gucken, vom Nutzer zu gucken. Also ich habe da so eine Besprechung gehabt, das werde ich nie vergessen. Ich habe das vorher alles vorbereitet, habe gesagt, okay, was ich alles machen will. Also so eine Art Anforderungsprofil geschrieben, so wie ich das halt bei der Marine für andere Projekte auch immer gemacht habe. Und da habe ich mich mit ihm getroffen und dann ging das los. Ich brauche das und das habe ich vor und das habe ich vor. Und dann hat er sich das alles angehört, mehr oder weniger. Und dann hat er gesagt, so, also Sie kriegen einen Rechner, Sie kriegen das, Punkt. Ein bisschen angeguckt, habe gesagt, ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und danach habe ich dann mit Monika, das ist diese Ergotherapeutin, ja, haben wir gesagt, okay, der nächste Berater bitte, das nützt mir so nichts. Und das ist, ja, aber das ist auch bei vielen so. Das ist mir so oft schon aufgefallen, dass die Menschen, die einen eigentlich beraten sollen, die gehen halt hin und sagen, ja, ja, das mache ich schon seit 20 Jahren und sie sind jetzt auch nicht anders als alle anderen und sie bekommen das. Punkt. Mhm. Und das ist für viele ja, Menschen mit Einschränkungen auch ein großes Problem, dass sie halt nicht ernst genommen werden in ihren Bedürfnissen und in ihren Anforderungen auch. Ich glaube, dass viele Leute, die in einem ganz normalen Regelalltag bei Arbeit standen und jetzt plötzlich im Homeoffice gelandet sind,
genauso absolut überfordert gewesen waren mit der ganzen Technik, die sie erstmal bedienen mussten. Und auch ich, als ich mit Zoom umgehen sollte, um diese Reihe vorbereiten, mit den Mikros, mit den Videos, mit den Aufzeichnungen, dieses Programm, das andere Programm. Also ich war total überfordert. Ich denke, dass wir dadurch jetzt gelernt haben, also wir, ich meine Menschen ohne Behinderung, ja, gelernt haben, was bedeutet das, diese persönliche Customization eigentlich. Das ist das, was in vielen Unternehmen, ja, mit Produkten, vor allem mit B2C-Unternehmen, wo es darum geht, customisierte Produkte für deine Zielgruppe zu machen, ja, da muss eigentlich dieses Service-Gedanke da sein. Ne? Ich möchte jetzt ein bisschen zurückkommen und die Frage stellen, ins Krankenhaus noch. Dann springen wir wieder zurück. Du hast erzählt, dass es schwierig war, mal wirklich zu verstehen, dass du nicht mehr segeln kannst, ne? Dass du nicht mehr aufs Schiff kannst oder sonst was. Wie war das jetzt überhaupt, das mal zu akzeptieren? Weil ich glaube, dass der Anfang jeder neuen Bewegung ist, das Alte loszulassen und das neu zu akzeptieren. Und das dauert Zeit und das ist ein Prozess. Wie war dieses Prozess bei dir? Also ich möchte einmal ganz am Anfang eine ja, sehr schöne Geschichte erzählen. Und zwar habe ich bereits ganz kurz nach meiner Operation jemanden kennengelernt, meine Physiotherapeutin damals am UKE in Hamburg. Die sagte zu mir, Christian, also du wirst jetzt eine ganze Menge harter Tage haben und du wirst auch sehr, sehr viele Rückschläge erleben. Aber eine Sache kannst du dir immer sagen, in 14 Tagen geht's dir besser. Egal, wie es dir heute geht, aber in 14 Tagen geht's dir besser. Wie viel ist nicht ganz klar, aber dass es so ist, das kann ich dir versprechen. Und ja, das hat mich sehr, sehr motiviert und sehr, sehr bewegt, weil es in Situationen, wo du wirklich Rückschläge kriegst und wo du denkst, warum ist das jetzt eigentlich so? Warum bricht hier gerade alles zusammen? Äh, Dann hilft dir das, einfach nochmal einen Blick weiterzugeben. Und diesen Spruch, das ist etwas, was ich auch ganz vielen Leuten immer wieder sage, weil der mir so sehr geholfen hat. Und das ist auch so ein Thema, glaube ich, was die Akzeptanz und das Loslassen angeht, dass man halt wirklich sagt, okay, selbst wenn man jetzt einen Moment hat, wo man einfach verzweifelt, weil, was weiß ich, Segeln, also Sachen weggebrochen sind, Leute sich nicht mehr melden oder so, dass man sagen kann, okay, es gibt aber eine Zukunft und man kann einen Schritt weitergehen. Und ich bin jemand, glaube ich, der in vielen Dingen sehr, sehr pragmatisch ist. Das heißt, ich hänge nicht lange zurück. Ich kann Sachen abhaken und die sind dann auch durch. Und das geht bei mir sehr schnell. Und ich bin dann eher jemand, der in die Zukunft guckt und wirklich sich da was Neues zusammenbaut und nicht so sehr daran hängt, wie das früher alles war. Weil es ist einfach vorbei und es bringt auch nichts, darüber groß noch nachzuphilosophieren, ob oder ob nicht, sondern viel besser ist doch zu gucken, okay, ich bin halt zum Beispiel viel segeln gewesen und was war das? Das war Reisen, das war unterwegs sein. Hm. Und so bin ich halt dann zu meinem jetzigen Hobby gekommen und zu meiner jetzigen, ja, viele sagen Mission. Ich reise halt durch Russland. Und wir fahren halt in 20 Tagen 7.000 oder 8.000 Kilometer mit dem Auto auf Straßen, ja, die teilweise auch fast schon gar nicht mehr vorhanden sind. Und ja, das ist halt ähnlich sozusagen. Man ist auch unterwegs, sitzt stundenlang und guckt halt aufs Wasser. Oder besser gesagt, in diesem Fall auf Steppe oder auf Bäume oder ähnliches. Also dieser Motor, sich immer weiter nach vorne zu bringen und immer weiter zu verbessern und in die Zukunft zu gehen, das ist, glaube ich, was mich schon mein ganzes Leben angetrieben hat und was mir in diesen Krisensituationen unheimlich geholfen hat. Wirklich da Striche zu ziehen und gar nicht mehr groß zu versuchen, darüber nachzudenken. Weißt du, dazu kommen wir auch noch etwas später zu deinen russischen Reisen und deiner Gegenwart. Aber erzähl mal, kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema Arbeit. Denn Arbeit, das ist das, was
uns als soziale Wesen im Wesentlichen ausprägt und das, was wir mit unseren Talenten und Fertigkeiten, Fähigkeiten eigentlich gerne ausüben und was wir der Gesellschaft zurückgeben und die Anerkennung ernten und so. Für viele ist es der Sinn im Leben. Für dich ist es erstmal, also wie war das jetzt mit Arbeit? Gab es Kündigung und die neue Jobangebote? Wie ist es gelaufen und ja, und was war das Beste und das Blödeste, was dir angeboten worden ist? Das war bei mir so, dass ich ja damals, das sagte ich ja schon, dass ich zwischen zwei Jobs kann man nicht so richtig sagen. Also ich habe das einer zu Ende gebracht. Das war klar, dass meine Seefahrtszeit endet und dass ich auch nie wieder auf Marineschiffen zur See fahren werde. Das war also davor schon klar, vor meinem Unfall. Und ich hatte halt die Perspektive, eine Promotion zu machen, an der Uni zu arbeiten. Und die Bundeswehr hat so ein paar Programme, die für Zeitsoldaten zur Verfügung stehen, wie man dann halt Ausbildungszeiten finanzieren kann, sodass auch die Frage, wie bezahle ich eigentlich meine Brötchen, dass die auch geklärt war erstmal. Also Arbeit hat ja für mich zwei Dimensionen. Das eine ist einfach, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht äh, ich sag mal, dem Staat auf der Tasche zu liegen oder das Gefühl zu haben, der Gesellschaft auf der Tasche zu liegen und nur zu kosten, sondern es ist halt selbstbestimmt, wenn man sein eigenes Geld kriegt und wenn man seine Wohnung selber bezahlen kann. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich eine soziale Dimension, sinnstiftend und ja, dass man halt mit Menschen auch zusammenkommt. Und da habe ich das große Glück halt gehabt, dass ich über diese Promotion und über die Arbeit an der Uni immer eine Perspektive hatte. So, und das hat sich natürlich dann alles viel, viel schwieriger herausgestellt, als ich das eigentlich dachte, weil sich natürlich die ganze Umgebung auch darauf einstellen muss, zu arbeiten oder dass derjenige arbeitet. Und vielleicht eines der wirklich der blödesten Kommentare, die ich dazu hatte, war, dass ich irgendwann mal morgens vollkommen frustriert meiner Pflegerin gesagt habe, ja, ich habe das Gefühl, wenn das alles so weitergeht, dann kann ich hier maximal 2 Stunden am Tag, 3 Stunden am Tag arbeiten. Das ist ja eine Katastrophe. Und dann sagt sie, wieso, ja, wieso? Willst du denn mehr machen? Und da habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also für mich war das vollkommen ausgeschlossen eigentlich im Gedanken, dass ich nur noch 1 oder 2 Stunden am Stück arbeiten kann. Ähm, so, und das hat mich schon tief getroffen auch. Und auch die Erkenntnis, dass man wirklich sehr hart dafür arbeiten muss, dass alles drumherum funktioniert. Das hat es aber sehr schwer gemacht, weil man halt viele, viele, viele Dinge organisieren muss in seinem Leben, äh, bevor man eigentlich zur Arbeit kommt. Heute sagt ja die Industrie und Unternehmensforum und Charta der Vielfalt, also viele Unternehmen weltweit, auch in Deutschland, stehen gerade da und sagen, wir wollen Mitarbeiter haben, die Behinderung haben, auch schwere Behinderung haben. Es ist dann aber auch klar, man braucht qualifizierte Mitarbeiter. Und solche Leute wie dich gibt es ja viele. Ja, und die können, wie wir jetzt sehen, so ziemlich bald nach dem Unfall wieder im beruflichen Leben stehen. Und es geht eigentlich nur darum, so schnell wie möglich das ganze Set vorzubereiten, damit der Mensch weiter so leben kann, wie er selbstbestimmt leben möchte. Denn im Grunde genommen all die Kosten, die der Staat oder die Gesellschaft jetzt in dich über all die Jahre investiert hast, du hast so viel zurückgegeben, da kann man ja nichts dagegen rechnen. Also du bist genauso wie alle anderen am Arbeiten. Also ich kannte die Sekretärin von dem Professor sehr gut und die hatte mal irgendwann ganz am Anfang zu mir gesagt, äh, ich habe gerade erst mit dem Professor und den wissenschaftlichen Mitarbeitern und vor allen Dingen aber auch mit der Univerwaltung gesprochen und ich sagte, passt auf Leute, Christian überholt euch alle. Und so war das dann auch. Ich habe mich ein gutes Stück auch selbst überholt.
und versucht, in diesem Arbeitsprozess zu bleiben unbedingt und viele Dinge um mich herum dann vernachlässigt und habe auch ein gutes Stück die Quittung gekriegt. Also ich war dann einmal wegen der Urosepsis im Krankenhaus. Dann bin ich morgens aufgewacht, konnte meine Freundin nicht mehr sehen. Und weil ich einen Harnwegsinfekt geschleppt habe, weil ich so viel zu tun hatte, irgendwie gefühlt, was alles um mich herum auf mich einbrach, dass ich dann als Lehre daraus gesagt habe, okay, hier müssen wir mal einen Cut ziehen. Und ich habe dann auch die Promotion beendet, bin nach Rostock gezogen nach dem Ende meiner Dienstzeit und habe erstmal angefangen, mein Umfeld aufzubauen. Also mal einen Schritt wieder zurück gemacht, habe die Assistenten haben ein Arbeitgebermodell aufgezogen. Das heißt, ich habe meine Assistenten jetzt, ich verwalte die selbst, ich bin der Arbeitgeber und hole mir halt die Kosten, Tarifvertrag, was sie denn verdienen und so weiter, das kriege ich dann erstattet, weil es ein Arbeitsunfall war damals. Und ja, das ist natürlich ein Schritt zurück, aber er war notwendig auch, um jetzt dann mit voller Stärke halt wieder weiterzumachen. Wenn wir schon bei deinen Assistenten sind, erzähl doch, wie du dein ganzes Alltag jetzt regelst, weil du warst ja ein selbstständiger Mensch, voll selbstbestimmt und jetzt bist du auf viele Leute angewiesen, um dein Alltag, dein Leben zu meistern. Und das ist im Grunde genommen das, was jetzt vielen von uns passiert ist in der Quarantänezeit, wo wir plötzlich in unseren vier Wänden mit Familie oder mit Mitbewohnern eingesperrt wurden und mussten damit klarkommen, wie wir mit dieser ungewollten manchmal Nähe zurechtkommen. Also wie hast du deinen Alltag organisiert, um all diese Prozesse harmonisch zu gestalten? Aber der wichtigste Punkt oder die wichtigste Aufgabe ist eigentlich, dass man seine Assistenz organisiert. Das heißt, ich habe ein Team von mittlerweile 7 Assistenten, die bei mir arbeiten, die mich morgens versorgen, die mich pflegen, die aber auch mich über den Tag begleiten. Und ähm, da habe ich verschiedene Modelle ausprobiert, wie man sowas machen kann, über Träger, über Pflegedienste. Ich habe auch eine Zeit lang das so gehabt, dass meine Freundin mich komplett gepflegt hat und das hat sich aber alles irgendwie nicht bewährt, sodass ich jetzt ein sogenanntes Arbeitgebermodell praktiziere. Das heißt, ich habe alle Pflegeassistenten angestellt und bin halt wirklich für alle Dinge verantwortlich, die man als Arbeitgeber hat, weil Assistenz, sage ich immer, ist die Umkehrung der Machtverhältnisse in der Pflege. Normalerweise kommt halt der Pflegedienst oder die Krankenschwester ins Krankenzimmer und sagt, so, Herr Tiffert, jetzt ist Aufstehen angesagt, ne? Wollen wir mal. Und zu Hause bei mir ist es jetzt so, wenn, also ich sage, ich möchte morgens um 6 aufstehen, dann, oder Viertel vor 6, kommen die Assistenten rein und wenn ich sage, ja, ich habe heute Nacht, ich bin auch müde, dann sage ich halt, kommt mal in 1 Stunde wieder. Und dann kommen sie halt in 1 Stunde wieder. Was ich dann auch gelernt habe, ist halt, dass also ich habe früher immer so Bruch und jetzt, ich sag mal, nicht Befehl und Gehorsam vom Bund her. Als Techniker funktioniert das da auch immer ein bisschen anders noch. Ja, genau. Aber schon direkt. Und ich habe aber auch meine Probleme und meine Sorgen und meine Ängste immer für mich behalten, weil man halt eingetrichtert bekommt als Vorgesetzter, man ist halt die Führungsperson und ich löse die Probleme der anderen. Und wieso sollte ich jetzt irgendjemanden von meinem unterstellten Bereich sagen, hier, ich habe da mal ein privates Problem oder ich habe die und die Sorgen. Das war ja mal andersrum. Alle sind zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, Tiffert, könnten Sie mal. Und das habe ich umgedreht. Also ich habe mir psychologische Hilfe geholt. Ich habe ich mache regelmäßig Psychotherapie und wir machen im Team zum Beispiel regelmäßig Supervisionen und sowas. Und ich habe das früher auch immer belächelt, so, ja, machen wir nicht, brauchen wir nicht hier so einen Quatsch. Und als ich dann das erste Mal aus Russland wieder kam und wirklich
das Team gefühlt am Boden lag. Und ich auch, weil ich ja auch wusste, für mich ist ein Mitarbeiter ein unheimlich hohes Gut, dem man halt auch, also Loyalität ist keine Einbahnstraße, ist so ein Motto von mir, ein Schlagwort. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn jemand mit Burnout auf einmal vor einem steht, der einem viel geholfen hat, dem man viel zu verdanken hat und der auf einmal vollkommen fertig ist von dem, was man macht, von der Art, wie ich das mache, von der Menge. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen und mir eine Psychologin dazu gesucht, sozusagen. Und dann war der Ansatz so, Team setzt sich in einen Raum, Psychologin rein, Tür zu. Und dann gucken wir mal, wenn ihr fertig seid und das Team wieder funktioniert, sagt Bescheid, dann können wir weitermachen. Und ja, und auf einmal haben wir uns dann besprochen und dann habe ich gemerkt, okay, Christian, du bist da genauso ein Teammitglied wie alle anderen auch. Und du musst dich jetzt einfach damit reinsetzen. So, und wir haben jetzt einen Raum geschaffen, in dem alle sagen können, was sie denken, was sie fühlen, wie es ihnen geht. Und dann sitzen halt auch mal 7 Assistenten einem gegenüber und sagen, Christian, das, was du da machst, ist einfach scheiße. Und das muss man aushalten. Und man muss auch dann selber wiedergeben, was einen bewegt. Und das ist aber zentral. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man in der Familie in ähnlicher Weise praktizieren kann. Muss sich nicht immer einen Psychologen dazu holen, aber dass man wirklich sagt, okay, wir jetzt mal Butter bei die Fische. Jeder sagt jetzt mal, was ihm auf den Zünder geht, wenn wir 2 Wochen lang uns die ganze Zeit auf der Pelle sitzen. Im Grunde genommen fällt es sehr vielen Führungskräften, sich menschlich zu zeigen und seine Unfehlbarkeit oder ihre Unfehlbarkeit zu zeigen. Und man redet viel über die emotionale Intelligenz, aber dieses Ego ist gegen der emotionalen Intelligenz viel, viel schwerer, viel stärker. Und ja, das ist, du hast schon die Modell der Zukunft vorgelebt. Ich rede da viel mit meinem Bruder drüber, der auch in dem Bereich tätig ist und auch vielen anderen. Ich mache mir viele Gedanken auch über Führung. Und was man halt lernen muss, glaube ich, dass man bekommt eingetrichtert, dass derjenige, der vorangeht, der Führer sozusagen, der Unternehmer oder wie man es auch immer nennen will, das ist der Wissende. Der weiß immer alles und der sagt so, hier geht's lang, alle mir nach und so weiter. Aber es gibt halt einfach Situationen, in denen weiß man das nicht. Die sind neu, die sind so neu, dass noch nie jemand so richtig darüber nachgedacht hat. Zum Beispiel wie jetzt auch in der Corona-Krise. Niemand hätte sich träumen lassen, dass man eine gesamte Volkswirtschaft für mehrere Wochen lang nach Hause verbannt. So, und dann stehen da halt alle und sagen, Scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Und was da funktioniert, aus meiner Sicht das Einzige, was da funktioniert, ist, alle mitnehmen und diese gesellschaftliche Intelligenz, die Teamintelligenz und das Teamgefühl mitzunehmen und zu nutzen auch. Dass halt jeder sagen kann, Mensch, wenn, so wie du sagst, vielleicht hat man ja einen IT-Spezialisten oder jemanden, der sich total gut mit Computer auskennt, weil es ihm Spaß macht im Privaten. Und der kann dann halt auch einfach mal Lösungen liefern. Und dann ist der Unternehmer, dann ist ich sag mal, der Chef eigentlich derjenige, der das moderiert, der versucht, diese ganzen Ressourcen, die in einem Team vorhanden sind, zu nutzen und zu entwickeln auch ein gutes Stück. Und ich glaube, das ist etwas, was man aus dieser Krise wirklich lernen kann und mitnehmen kann, dass man weniger versucht, von oben herab oder ich sag mal in seinem Kämmerlein, im kleinen Kämmerlein mit 3 Freunden auszuklabüstern, wie es denn jetzt weitergeht und vielmehr diesen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, so wie können wir denn das jetzt alle lösen? Was war das Beste und was war das Blödeste, was dir jobtechnisch angeboten worden ist? Bei mir war das so, das schönste Angebot, glaube ich, war, dass ich halt an der Uni in Hamburg weiterarbeiten konnte, dass wirklich da ich so einen Support hatte. Das war toll. Im Krankenhaus schon und dann auch auf dem Weg weiter. Das war wirklich eine schöne Geschichte.
Und das andere war, da bin ich schon in Rostock gewesen und da habe ich dann einen Unternehmer kennengelernt, der Segelboote baut. Und der kam zu mir und sagte, Mensch, Christian, du bist doch Segler gewesen und wir haben uns jetzt mal überlegt, Mensch, dass du vielleicht bei uns arbeiten könntest. Wir suchen noch jemanden für den After-Sales-Bereich, der halt die ganzen Reklamationen und Sachen, die kaputt gegangen sind, Garantiefälle, die werden bei uns nicht so richtig bearbeitet. Und das könntest du doch machen. Dann haben wir hier, dann kriegst du ein Telefon und auch ein Büro und dann bist du da und dann wirst du angerufen und dann kannst du das aufnehmen. Und ja, also eigentlich ging es gar nicht so sehr um das Verständnis dieser Segelgeschichten, sondern dass jemand am Telefon sitzt und einfach aufschreibt in eine Excel-Datei, äh, welches Boot kaputt ist und was genau da kaputt gegangen ist und dass das dann dann gibt man das weiter und dann irgendjemand macht da was draus. Und da habe ich gesagt, naja, äh, für mich so arrogant wie das klingt, ich bin doch nicht Telefonposten. Also ich war Diplom-Ingenieur oder bin Diplom-Ingenieur. Ich habe in Projekten von 20 Millionen Euro geleitet, Budget und auf einmal sagt jemand, Mensch, du kannst dich ans Telefon setzen. Und da habe ich gesagt, ja, also ich war dann sehr höflich und habe gesagt, Mensch, vielen Dank und so, ja, ich denke mal drüber nach und das war es dann auch für mich. Das habe ich nicht gemacht. Aber ja, das ist halt unmotivierend und diese sinnstiftende Komponente, die fehlt halt einfach. Und gerade wenn man als Rollifahrer, äh, ich sag mal, täglich mit Schmerzen auch aufsteht und sich quält, wirklich körperlich quält, dann ist es einfach wichtig, dass das, was man tut, dass das sinnstiftend ist, dass man da ein gutes Gefühl bei hat. Ich war in Russland und habe mich mit einer Leiterin von einer NGO getroffen, die in Russland sehr, sehr aktiv ist. Und da ging es dann um einen Jungen, der hat Jura studiert und den haben die so ein bisschen betreut und die Deutsche Botschaft hat auch immer Geld für ihn gegeben, für seine Sachen. Und dann sagte sie mir ja ganz entrüstet, der ist ja Rechtsanwalt, studierter und jetzt geht er Bogenschießen und der könnte doch eigentlich als Anwalt arbeiten. So, und sage ich, ja, okay, und wie stellen Sie sich das denn so vor? Weil der sprach halt wirklich sehr, sehr schwer nur gesprochen. Und er konnte nur sehr schwer sprechen. Das ist auch schwer zu verstehen. Und dann sagt sie, naja, ich sag, jetzt mal ganz ehrlich, würden Sie Ihren Fall bei einer gerichtlichen Vertretung, wo Sie vor Gericht sozusagen eine Verhandlung haben, würden Sie ihm den Fall geben? Und dann sagt sie, nee, natürlich nicht. Aber der kann ja so viel, ich sag mal, die Akten bearbeiten und so viel anderes machen. Ich sag, und wie bezahlen Sie den denn? Ich meine, wenn Sie da in wirtschaftlichen Unternehmen einen Telefonisten einstellen oder so, dann können Sie den natürlich nicht wie einen Anwalt bezahlen, ist ja ganz klar. Dann sagt sie, naja, wieso, der kann doch das auch umsonst machen, die Beratung. Ich sage, naja, aber Sie arbeiten doch auch nicht umsonst. Also Geld, ich sag mal, Geld ist das eine, aber das ist ja auch eine Wertschätzung jemandem gegenüber. Und das fand ich so erniedrigend. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich darauf, von jemandem, der den Tag über mit Schmerzen verbringt, zu fordern, dass er wirklich umsonst arbeitet, gar nichts dafür bekommt? Das finde ich nicht richtig. Also bei mir ist es so zum Beispiel, dass ich halt mein Unfall ist als Dienstunfall anerkannt worden und ich mache viele soziale Projekte und da bekomme ich auch nichts für, da will ich auch nichts haben. Wenn ich einen Vortrag halte und kriege ein Vortragshonorar, dann packe ich das dann sage ich hier, ich habe einen gemeinnützigen Verein für behinderte Kinder in Russland, spenden Sie das Geld. Sagen Sie mir, was Ihnen der Vortrag wert ist, und dann spenden Sie das und gut ist. Aber wenn ich für eine Firma tätig bin, für ein Unternehmen, dann möchte ich auch vernünftig bezahlt werden. Da wir jetzt bei der Tätigkeit und bei einer Firma sind, möchte ich unseren Zuhörern und Zuschauern ein unglaublich tolles Angebot machen. Und zwar, Sie haben eine Chance, eine Stunde Coaching oder Mentoring mit Christian Tiffert zu bekommen. Dafür müssen Sie aber nur unten in den Kommentaren schreiben,
Was denken Sie, bei welchem Unternehmen kann Christian tätig werden? In welcher Position und mit welchem Aufgabenbereich? Und unter denen, die uns das geschrieben haben, werden wir einfach auslösen und der Gewinner wird mit Christian eine Stunde Zeit haben und um über bestimmte Themen, die ihn oder sie gerade tangieren oder quälen oder Angst machen, über diese Themen zu sprechen. So, unten in den Kommentaren schreiben, was Sie denken, Christian, in welchem Unternehmen oder Kontext arbeiten kann. So, lieber Christian, da wo wir jetzt bei Gesundheit waren, auch, ne, möchte ich dich fragen, also körperliche Ertüchtigung, Ernährung. Ich habe gestern einen tollen Spruch gehabt, dass die Bäuche dicker werden, die heute dünner in dieser Zeit. Und wir stehen jetzt, diejenigen, die nicht gewohnt sind, jeden Morgen Yoga zu machen oder Frühsport zu machen oder diejenigen, die keinen Hund haben und jetzt nicht Stunde morgens, Stunde abends spazieren gehen. Also wir, mich inbegriffen, wir stehen auf unter Schmerzen. Und natürlich die gesunde Ernährung, viele reden darüber, aber es ist schwierig. Wie hast du das gemacht? Also du bist ja von einer Wahl gestanden, die keine Wahl gewesen ist. Du musstest es machen. Das war essentiell. Wie gestaltet sich dein Tag, deine sportliche Betätigung, in dem du dich eigentlich gar nicht bewegen kannst? Und was isst du so den Tag durch, um gesund zu bleiben? Ich war früher vor meinem Unfall ich habe unheimlich viel Sport gemacht. Ich bin also fast jeden Tag laufen gewesen, ich bin schwimmen gegangen, Rad gefahren. Also ich habe nie Triathlon gemacht, aber ich habe halt diese Sachen einzeln für mich gemacht. Und ja, und das ist natürlich alles weggebrochen. Und was ich jetzt ganz viel mache, ist halt Physiotherapie. Das heißt, ich habe das große Glück, dass ich eine Ärztin habe, die wirklich dort auch die Notwendigkeit sieht und sagt, okay, er macht halt viel Sport und bekommt halt die Therapien. Ich mache das sogar so, dass ich habe so ein Trainingslager sogar mal eine Zeit lang für mich eingeführt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich vorlesungsfreie Zeit und jetzt habe ich wirklich jeden Tag die Woche kommt ein Physiotherapeut. Und wenn dann wieder Belastungszeiten sind, dann fahre ich das wieder ein bisschen runter. Und das ist einfach eine Sache, da muss man einen inneren Schweinehund überwinden. Und was bei mir gut funktioniert, ist zu sagen, okay, ich stehe auf, dann gucke ich mir meine E-Mails durch und Punkt 11 Uhr zum Beispiel setze ich mich halt ans Fahrrad und fahre Fahrrad. Oder also ich lasse mich halt durchbewegen durch so einen Bewegungstrainer. Beziehungsweise ich kann natürlich auch relativ gut sagen zu meinen Assistenten, so passt auf, ab heute wird wenig gekocht. So, ich esse nur noch das und das. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe da auch schon sehr intensive Diskussionen durch, weil auch jeder ja seine Idee mitbringt. Ich habe dann sozusagen die Ernährung so umgestellt, dass ich halt nur noch Frühstück und Abendbrot esse und viel Obst. So, das habe ich aber früher auch schon gemacht. So, und einfach weniger. So. Ist eine Sache, kann ich auch keinen großen Tipp geben, wie man es macht. Man muss einfach tun. So. Da fällt mir eine andere Frage ein. Weißt du, wenn wir Sport machen, sind wir ja durch die Bilder aus dem Internet gewohnt, dass oder wir werden so konditioniert durch die Bilder aus dem Internet, dass wir nach so und so viel Sportübungen dann so schön sind oder so schlank oder so stark oder sonst wie was oder wir können jetzt einen Marathon laufen. Und bei dir, dass du durch die Therapie angefangen hast, dich ein bisschen zu bewegen. Und das ist auch ein Riesenfortschritt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Therapeuten gehabt, da haben wir Posaune gespielt. Wir hier mit meinem Rollstuhl mit so einer Klemme haben wir eine Posaune festgemacht und ich habe dann gepustet sozusagen und er hat dann das kann man ja so hin und her schieben da das Instrument um die Tür, genau, ja genau. So, das hat er dann für mich gemacht und ich habe gepustet. Ja, man lacht so, ne? Aber versuch das mal mit einer Posaune und dann musst du wirklich die Lippen ganz fest zusammenpressen und drückst halt Luft raus. Und naja, natürlich werde ich nie ein Posaunenspieler werden. Ne? Bin ich viel zu unmusikalisch für. Aber es macht einfach viel mehr Spaß,
in eine Posaune reinzupusten und mit so einem Schalldämpfer, den man vorne reinmachen kann, nervt das die Nachbarn auch nicht so sehr, als in so einem Gerät, wo 3 Kugeln sind und die man dann mit seinem Luftpusten halt oben lassen muss. Also in Schwebe halten muss. Das heißt, ich habe dann einfach Dinge gemacht, die halt anders sind, die mehr Spaß machen, wo man auch mal was Blödes macht. Und das große Glück auch, dass ich Physiotherapeuten habe, die viel ausprobieren. Also da habe ich auch lange gesucht. Das muss man wirklich. Also ich habe viele Therapeuten, Praxen und so weiter durch. Einige waren sehr gut und dann hat sich irgendwas geändert, dann konnten wir nicht mehr zusammenarbeiten. Bei anderen habe ich gesagt, okay, vielen Dank, das hilft mir alles nicht. Und wir probieren viel aus. Also ich sitze dann im Rolli, ich habe so einen Deckenlift, da werden die Arme eingehängt und dann kipp ich halt auch einmal einer zur Seite weg. So, dann hänge ich da irgendwie und dann sagt er so, dann komm mal wieder zurück in die Mitte. Und ja, das motiviert und das macht halt auch Spaß, weil man was Neues macht und weil man es ausprobieren kann. Und gibt's vielleicht auch, ich sag mal, für Menschen, die jetzt keinen Physiotherapeuten da haben oder so, also die sich selber motivieren müssen, halt vielleicht eine Idee, immer mal was Neues, was anderes zu machen, nicht immer das Gleiche oder so. Weißt du, was ich daraus jetzt lerne, ist, dass es Therapienarten gibt, die dich behindert machen, wie du sagtest, mit diesen 3 Kugelchen, die du da pusten musst. Und es gibt Therapienarten, die dich lebendig machen. Und Ja, es wäre an die Therapeutenzunft mal so ein Angebot, sich da ein paar Gedanken zu machen. Und das wäre im Grunde genommen auch für sehr viele Therapeuten oder Leute, die so spielerisch auch mit ihren Berufen umgehen wollen, wie die Musiker, wie du jetzt sagtest, da sich auch als Therapeut auszubilden, vielleicht noch dazu und solche Therapiearten anzubieten, die menschenwürdiger sind und einfach wirklich lebendig, die Menschen lebendig machen. Und das ist, glaube ich, jetzt im 21. Jahrhundert die Zukunft, ja, auch die Zukunft unseres Miteinanders und Zusammenlebens. Aber auch die Arbeitsstellen. Viele sagen jetzt, es werden Arbeitsstellen wegbrechen, etc., etc. Aber so jemand wie du sucht, da wo an einer Stelle weniger wird, entsteht ein Bedarf an der anderen Stelle, ja, und Menschen mit Behinderung sind im Grunde genommen ein Riesenmarkt, das momentan nicht bedient ist, wo wir aber sehen, dass Mittel vorhanden sind, die ja auch von Staat und von Kommunen und aus allen möglichen Quellen gespeist werden. Und es geht ja darum, dich als Kunde glücklich zu machen. man merkt das halt, wenn jemand Spaß an seinem Job hat und den noch nicht geistig an den Nagel gehängt hat, sondern da bereit ist, Neues auszuprobieren und sich auch zum einen als Therapeut in Frage stellen zu lassen durch einen Patienten und zum anderen aber auch dann ja sag mal, das mitzumachen, die Innovation mitzumachen und dieses Ego vielleicht auch. Ich bin der Therapeut, ich weiß, wie es geht und das zeige ich dir jetzt mal. Das ist in der Anfangsphase, ist das unheimlich wichtig, weil es natürlich für dem Patienten und mir auch immer Sicherheit gegeben hat, wenn ich weiß, okay, den Therapeuten kann ich mich fallen lassen. Der, der weiß, was er tut und ich habe das Vertrauen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, so, jetzt müssen wir uns aber mal weiterentwickeln. Und manchmal muss man auch einen Therapeuten wechseln. Haben wir auch öfters festgestellt, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, irgendwie so richtig zusammen, also wir sind eingelaufen, wie so ein Paar Schuhe sozusagen. Wo wir jetzt dabei sind, über die Angebote draußen zu sprechen, möchte ich dich um Folgendes fragen. Und das ist eine Frage, die mich auch professionell interessiert, weil ich seit 10 Jahren mit Disability Business Inclusion beschäftigt bin und Unternehmen dabei unterstütze, barrierefreie, coole Produkte, zeitgemäße Produkte, barrierefreie Einkaufserlebnisse und eine Kommunikation in die neue Zielgruppe zu entwickeln. Da wollte ich dich fragen, wie ist es denn aus deiner Sicht die Welt da draußen vorbereitet auf Kunden wie dich? Hm, ich würde mal sagen, in vielen Dingen nicht so gut. Schwierig.
Also vieles wird staatlich gemacht, aber das funktioniert dann nicht. Also so ein Beispiel dazu, man fragt mich in Russland immer, Mensch Christian, die Straßen, wie sind die denn da? Und kommst du denn überhaupt die Bürgersteige runter? Und die sind doch alle so hoch. Und wie machst du das denn da? Und das geht doch alles nicht. Also das eine ist, ich habe so kleine Rampen mit. Und das andere ist, wenn ich da nicht hochkomme, dann kommen halt 2, 3 andere äh, Russen, die das halt sehen, wie ich mich da quäle und die helfen mir dann einfach. So, dann wird halt, ja, im Zweifel, ich habe mir auch schon 3 Treppen mit meinem 300 Kilo Rolli, 200 Kilo Rolli und 120 Kilo Lebendgewicht, habe ich mich auf Treppen hochgefahren, wo dieses, ja, das sind halt 5 Leute und dann geht es los. Und in Deutschland haben wir überall abgesenkte Bürgersteige. Ähm, ja, und da steht dann der große Mercedes drauf. Und ich habe meinen eigenen Parkplatz vor der Tür und wenn meine Assistentin mit meinem Auto einkaufen fahren, kannst du die Uhr nachstellen, dass sich irgendjemand draufstellt. Und das ist dieses Verständnis, was dann einfach fehlt. Und wo man viel Geld für etwas ausgibt, für bestimmte, dafür, dass die Bürgersteige alle abgesenkt sind, beispielsweise. So, aber dann komme ich halt nicht rein in so einen Einkaufsladen oder die Produkte sind alle, die Regale sind alle viel zu eng gestellt, man kann nicht drehen in so einem Ding. Und ähm, das ist halt schwierig. So, Und erzähl deine Geschichte über das Café mit der Rampe. ja, ja, Erzähl. genau. Ja, das ist cool. Die habe ich übrigens, da gibt's 2, nee, 3-mal. Pass auf. Also, das erste, ich bin in Russland unterwegs und werde in Kirov In meiner und Geburtsstadt. in deiner Geburtsstadt, ja. Und ich habe da auch ganz tolle Leute getroffen, ganz tolle ja, Mitglieder von Rotary, die da unheimlich viel organisiert haben. Und dann waren wir essen in so einem Restaurant und da war halt eine Treppe davor. Und dann haben wir ganz natürlich meine 2 Rampen ausgepackt und dann bin ich reingefahren über diese mobilen Rampen und dann war das gut. Und haben wir gegessen, war ein tolles Restaurant, wirklich sehr gute Küche, muss ich ehrlich sagen. Und ja, und dann sind wir wieder raus und am nächsten Tag kriege ich eine Info, dass der Restaurantbesitzer gesagt hat, er baut sofort eine Rampe. Das beauftragt noch am selben Tag, dass Rampen gebaut werden, weil es ihn ja, weil es halt Menschen ausschließt und er denkt so, da hat er ja noch nie drüber nachgedacht, dass da ja jetzt auf einmal Menschen ausgeschlossen sind und halt nicht bei ihm rein können. So, das finde ich halt total super. Das ist halt wirklich eine schöne Sache, wenn man durch die Welt fährt und so einfach durchs bloße Dasein eine Veränderung bewirkt und es anderen Menschen möglich macht, ja, besser eine andere Teilhabe zu haben. Und in Deutschland habe ich es auch erlebt und ich habe aber auch in Deutschland einen Kneiper erlebt, der sagte, nö, meine ich. Ich sage, ja, aber ich sag, wenn du die Tür da weg, also das war so ein Gitter, was davor war. Ich sage, wenn du da jetzt einfach eine Möglichkeit machst, das Gitter wegzunehmen, zur Seite zu stellen, kann ich meine eigene Rampe da anbauen. Und dann sagt er, nö, meine ich, es ist zu aufwendig und dies und das und du kommst sowieso nicht rein. Und, naja, gut, dann fahre ich halt in eine andere Kneipe. Aber in Rostock ist es halt so, dass viele Kneipen auch durchaus so barrierefrei sind, dass man irgendwie reinkommt. Man muss halt selber vieles im Kopf haben und seine Rampen mitbringen und so weiter. Ähm, ja, Aber einer hat es ja für dich gemacht. ja, ja, das war auch toll. Ich sage mal, mein zweites Wohnzimmer. Ja, ist das 2012 bei mir hier auf der Ecke. Und da war ich dann ein paar Mal Gin Tonic, die haben ja 40 Gin Tonics, 40 Gins auf der Karte oder so, das ist Wahnsinn. Und Ich komme, Schleichwerbung hier ich mal. komme. Ja, ja, Dann ja, sehen wir also dich sie sind wirklich, nicht. die haben also tolle Sachen. Ich warte nur, bis das Ding wieder aufmacht. Naja, und dann habe ich da im Sommer gesessen und war auch ein paar Mal da und dann war Winter und kannst halt nicht draußen sitzen. So, und dann bin ich halt immer nicht rein. Und irgendwann nach dem Kino war es dann so, dass ich gesagt habe, komm, wir quälen uns da jetzt mal diese Stufen, diese Absätze hoch. Äh,
Und wir holen jetzt mal die Rampen und dann gucken wir da mal rein. So, dann die Tür aufgemacht, mit den Rampen rangekommen und ich denke, hä, kommt denn die Rampe her? Da haben die dann den kompletten Eingangsbereich umgebaut, sodass ich halt ohne, das hat keiner gefragt, das hat auch keiner gesagt oder sonst irgendwas, war halt einfach nur da. Toll, muss ich ehrlich sagen, toll. Bin ich dann rein, kann jederzeit rein dort und ja, das freut einen einfach, ne? Weil das halt Menschen sind, die etwas sehen und sofort handeln, ohne große Worte, ohne großes Umherdiskutieren oder Fragen, wird es einfach umgesetzt und fertig. Das ist toll, schön. Reden wir doch vom Neuanfang und neuen Chancen. Weil wenn eine Tür zugeht, geht die andere Tür auf. Und auch in deiner Zeit war da so, ein Lebensstil ist zu Ende gegangen und was Neues ist gekommen. Erzähl über deinen Reisen nach Russland. Liebe Zuschauer, wir haben im Fernsehen so eine Art der Reportagen, wo ein Journalist so bedächtig durch Länder führt, durch China oder durch Russland, durch verschiedene Routen in mehreren Folgen, trifft sich mit Menschen, schaut sich tolle Landschaften an. Also diese Sendungen sind mal mehr, mal weniger informativ. Aber man hat das Gefühl, wow, da macht jemand eine tolle Reise durch ein tolles Land. Nämlich Christian macht genau das Gleiche. Seit 3 Jahren bereist er Russland und zwar auf absolut abwegigen Wegen. Also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dahin zu reisen, wo Christian unterwegs ist. Christian, was ist in dich gefahren mit diesem Russland? Und mit dem sozialen Zweck noch dazu. Wie kam das alles Ja, zusammen? das hat sich eigentlich alles irgendwie so entwickelt. Also wie du halt sagst, Türen gehen auf, Türen gehen zu. Das heißt, ist auch halt immer so eine Geschichte. Und in dem Moment, wo ich dann in Hamburg die Zelte abgebrochen habe, meine Promotion abgebrochen habe und dann nach Rostock gegangen bin, um mich auch erstmal zu setteln, kam dann das nächste, dass ich einen sehr guten Freund habe, der war damals an der Deutschen Botschaft in Moskau tätig. Und ja, bei so einem Bierabend kam ich auf die Frage, sag mal, Thorsten, kann man in Russland eigentlich, in Moskau eigentlich Rollstuhl fahren? Und dann sagt er, du, das weiß ich nicht, aber das kriegen wir raus. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen, in die Metro kommst du nicht. So, gut. Bisher habe ich das noch nicht gemacht, aber auch das werden wir noch irgendwie irgendwann hinbekommen. Ah, es Ja, gibt und so, Stationen in Moskau, wo du mit dem Lift runtergehen kannst und dann, genau. ob du dann rauskommst, das ist eine andere Frage. Du, aber da mache ich mir Gedanken, wenn ich drin bin. Okay. Ja, ja, irgendwie, äh, ja, irgendwie klappt das schon. Also man muss dann halt, also sagen wir mal, die Grenzen sind im Kopf, der Rest ist Leidensfähigkeit und Organisation. Und genauso ist es aber auch. Man muss halt einfach ja, durch viele Dinge durchgehen. Naja, also die Idee war, wir fahren nach Moskau. Na gut, was können wir dann machen? Wo können wir dann hinfahren, wenn wir halt schon in Moskau starten? So, ja, und dann haben wir 2 Ziele ausgesucht und ja, wir waren halt in den Kaukasus gefahren. Und ja, einfach losgefahren. So, Idee, so, wir wollen da hin, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir Reisebüros angerufen. Die haben gesagt, ja, ja, oh ja, Unterstützung machen wir, gar kein Problem. Ja, eigentlich bis auf ein Reisebüro aus Russland haben die sich dann nachher alle nicht mehr gemeldet, komischerweise. Das war immer alles ein Problem. Und ja, und wir haben das dann, oder ich habe das, muss man sagen, ich habe das organisiert, dass wir dann runter in den Kaukasus gefahren sind. Und das war einfach so beeindruckend. Einmal von diesen Landschaften, von diesen Weiten, die man dort erlebt in Russland, äh, und aber auch von den Menschen, die man trifft, die einen so herzlich einladen und einem auch so offen begegnen. Also wir sind auf der ersten Reise, das hat mich tief beeindruckt, wir sind auf der ersten Reise nach Wolgograd und haben uns dort den Wolgastrand angeguckt und die Denkmäler für den ja, für die Sachen im Zweiten Weltkrieg, Für die für die Zerstörung Stalingrads. Und trotz alledem, die Menschen, die ich getroffen habe, die waren so hilfsbereit und nett.
Und da schwang überhaupt nichts mit, dass man jetzt irgendwie so, ihr seid schuld oder sonst irgendwas. Wir haben uns dann irgendwann, da gibt es so ein Benzel, was alle haben, so schwarz-orange ist das, als Erinnerung an die Zeit. Und das haben wir uns oben an die Antennen angebunden. Und irgendeiner hat dann hinten auf die Windschutzscheibe Deutschland liebt Russland geschrieben, auf Russisch, Englisch und kyrillischer Schrift. Ja, sodass ich halt irgendwann gesagt habe, nee, wir machen das nochmal. Ein zweites Mal. Und auch das Feedback, was ich erhalten habe auf meine Reisen, das heißt, alle so, man ist bekloppt. So, ja, aber hat geklappt. So, mein 5 Jahre nach meinem Unfall war ich in Sochi. Dort, wo die Paralympics waren. Das war so mein großes Ziel. Und es hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre weiter, wir machen das jetzt einfach. Und das Zweite ist, dass ich ein sehr intensives Gespräch hatte, auch mit jemandem aus der Deutschen Botschaft, der für das soziale Engagement und Presse und so weiter zuständig war. Und da haben wir uns einen Tag über und einen Abend über Behindertenheime, Leben behinderter Menschen in Russland unterhalten. Und ja, ich wollte halt einfach nicht nur erzählen und nicht nur sagen, ja, man hilft und dann tut man es doch nicht. Und dann habe ich halt in Rostock angefangen und gesagt, okay, es gibt da ein Projekt von der Deutschen Botschaft, dass sie so einen Weihnachtsmarkt machen, wo dann deutsche Produkte verkauft werden. Und das Geld wird dann für soziale Projekte genutzt. So, und dann habe ich halt versucht, in Deutschland irgendwas zu bekommen. Und ich habe noch nicht mal ein Glas Marmelade vom Karls Erdbeerhof bekommen. Ich habe gesagt, ich hole mir das sogar ab. Und ja, tolle Idee, also tolle Idee kann ich schon nicht mehr hören, muss ich jetzt mal so sagen. Und dann kam ich aber auf den Trichter, dass da war ein Orchester bei, was gefördert werden sollte. Ein Inklusionsprojekt, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Musik machen. Nennt sich Sonnennote und du kennst es. Es ist einfach toll. So, und ich habe dann gesagt, okay, das Projekt möchte ich unterstützen und habe versucht, Musikinstrumente zu sammeln oder sowas. Und ja, und dann kam ich auf die Idee, habe ich gefragt bei der HMT bei uns, also Hochschule für Musik und Theater, ob die auch ein Benefizkonzert für dieses Orchester machen würden. Und haben gesagt, ja, wenn das ein etabliertes Projekt ist. Und dann, wie wird mein Projekt jetzt etabliert? Und nach 3 Tagen habe ich meine Unterlagen wieder zurückgekriegt und dann habe ich gesagt, so aus reiner Boshaftigkeit muss halt jetzt dieses Ding machen. Und da haben wir ein Benefizkonzert habe ich organisiert für die Sonnennoten und das ist so eingeschlagen und ich habe so viel positives Feedback bekommen. Das hat mein soziales Engagement einfach geweckt und jetzt gucke ich mir halt an, wie behinderte Menschen in Russland leben. Vor allen Dingen Kinder, also das ist eigentlich das Hauptding. Ich gucke mir halt an, da gibt es halt viele, so ambulante Tagesstätten, will ich es mal nennen, Zentren, wo die Eltern mit ihren Kindern jeden Tag hingehen können, wie im Kindergarten quasi. Und dann sind Therapeuten dabei und dann begeht man gemeinsam den Tag und versucht halt da mit den Kindern zusammen Ausbildung zu machen. Die haben ganze Schulen, ein ganzes Klassenzimmer. Da kommt einmal am Tag ein Klassenlehrer und der unterrichtet da Mathematik. Aber der Punkt ist nicht, dass Mathe unterrichtet wird, sondern die Kinder lernen, wie Schule ist. Also stillsitzen, Klappe halten, sage ich jetzt mal so ganz platt. Nun bin ich in Behindertenarbeit in Deutschland oder überhaupt eigentlich nicht so, da habe ich nie Berührung gehabt. Vor meinem Unfall nicht und jetzt auch nicht so sehr. Aber ich fand das unheimlich spannend, die unterschiedlichen Methoden zu sehen, wie das gemacht wird oder auch unterschiedliche Ausstattung, unterschiedliche Ideen. Da habe ich ein Fitnesscenter gesehen, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in einem Raum, in einem Fitnesscenter trainieren. So, die Stadt hat Fläche angekauft, da sind dann Geräte hingestellt worden.
Die haben eine gemeinsame Umkleide und alles. Und das ist einfach inspirierend auch. Also das gibt mir auch viel zurück. Und ich glaube, das ist auch das ein oder andere, wo wir auch in Deutschland mit unserem ganzen Geld, was wir da nutzen, was lernen können. Nämlich Eigeninitiative anzufangen und wirklich zielgerichtet auch Gelder einzusetzen. Das, natürlich muss man vieles auch in der Fläche einfach machen, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir einfach mal die Bürgersteige alle machen. Aber in bestimmten Bereichen, da kann man, glaube ich, viel voneinander lernen. Und ja, das ist auch so eine Mission, die ich habe, halt ich sage mal, Brücken bauen äh, zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen, aber auch zwischen Menschen mit und ohne Handicap. Weißt du, ich spreche jetzt zu den Journalisten bei großen Sendungen. Ich denke, dass deine nächste Reise nach Russland voll professionell begleitet werden soll mit einem großen Kamerateam und eine große Sendung von mindestens 3 Filmen, 40 Minuten daraus kommen sollen, wie du bis nach Jakutsk fährst oder von Wladiwostok nach Sankt Petersburg und eben auch diese Einrichtungen besuchst und über verschiedene Methoden erzählst und darüber, was man voneinander lernen kann in dieser Situation. Weil wir kennen viele Filme, die über schöne Natur erzählen, exotische Völker. Das ist so eine Art Naturkunde oder Völkerkunde. Die Zeit ist vorbei. Also jetzt müssen wir eigentlich von unseren guten sozialen Praktiken sprechen, weil das ist unser Leben und unsere Zukunft. Das ist das, was unser Leben und das Leben unserer Kinder und Enkelkinder lebenswerter machen wird auf diesem Planeten, denen zu helfen, die es brauchen und über die Grenzen hinweg zu teilen. Und das ist auch so eine interessante Sache über die Grenzen hinweg. Unser Projekt ist ja international. Wir haben jetzt Sprecher aus verschiedenen Ländern, weil Behinderung kennt keine Grenzen, weder Ländergrenzen noch soziale Grenzen, noch Grenzen zwischen Altern oder Gender. Und auch der Coronavirus hat uns gelernt, dass es keine Grenzen gibt, wobei die Grenzen jetzt zugehen und wir wissen nicht, sie werden jetzt geöffnet, für wie lange wird alles so wie früher, barrierefrei im Sinne Grenzenübergängen. Aber ich glaube, dass unser Gespräch hier ganz wichtig ist, um die Barrieren, die uns jetzt durch den Virus gesetzt werden, zu bekämpfen. Bei diesen Projekten und bei diesen Reisen und wenn wir im Fernsehen dann Russland von oben sehen, was toll ist, tolle Landschaft und so weiter. Aber das sind zwei Dinge. Das eine habe ich festgestellt, also wir fahren in Deutschland unheimlich gerne ähm, auch in den arabischen Raum, also so Türkei oder Marokko und so weiter. Also wenn das jetzt ruhig ist und dort gerade kein Krieg oder keine Terrorwarnungen sind. Äh, und dann gucken wir uns dann 14 Tage das an und gucken uns die Basare an und das ist so schön und so toll, so ursprünglich noch. Ja, und dann reisen wir wieder zurück in unsere Eigentumswohnungen, in unsere Mietwohnungen, wo halt fällt der Strom nicht aus. Ich weiß gar nicht, wann wir hier das letzte Mal in Deutschland einen Stromausfall hatten. Abwassersysteme funktioniert alles. Das heißt, wir fahren dann hin zu diesen ursprünglichen Gebieten, gucken uns das alles an, wie so Touristen, da sind wir ja dann auch. Und danach fahren wir wieder in unser Leben und sagen, ach Mensch, war das aber schön. Aber also 14 Tage reichen dann auch. Und das beschäftigt mich sehr. Also diese Unterschiede und dieses auch oft unbewusst von oben herab gegucke, indem man halt dort wie so ein Voyeur manchmal von oben drauf gucken kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, mh, dass ich auch in meinen Projekten und in diesen Reisen geht es halt darum, äh, auf Augenhöhe gleichberechtigt mit den Menschen zu sein und darüber zu erzählen und nicht zu werten, sondern einfach nur zu gucken. Und ich möchte auch nicht, mir geht es nicht darum, zu zeigen, wie arm oder wie schlecht
geht es behinderten Menschen in Russland, sondern ich möchte einfach dieses Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rücken äh, und nur etwas zeigen, die guten Sachen wie die schlechten Sachen, aber ohne eine Wertung dabei zu haben und ohne irgendwie mit dem Finger zu zeigen, sondern es geht darum, dass man erkennt, okay, wo können wir, was kann man besser machen, was kann man schlechter machen und was kann man auch zurückbekommen. Ähm, und das ist das. Darum geht es eigentlich. Also, und ich habe auch überlegt, mit Sachen, wir nehmen Spielzeuge mit zum Beispiel, und ich bezeichne das nicht mal als Hilfsgüter, sondern ich bezeichne das mittlerweile, das sind Gastgeschenke, die ich mitnehme. Ich besuche jemanden und man nimmt ein Gastgeschenk mit, einen Blumenstrauß oder was auch immer. Und bei mir sind es halt dann Kinderspielsachen zum Beispiel oder andere Dinge. Aber es ist ein anderes Mindset dahinter. Und das ist wichtig. Und genau das Gleiche ist in Corona auch. Wir machen die Grenzen dicht. Äh, wir schotten uns ab und wir sagen, ja, die haben das eingeschleppt oder die haben das oder die haben das. Und darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, zu gucken, okay, was läuft da gut und was läuft da schlecht und wie können wir das für alle besser machen? Ähm, wenn die Produktionsressourcen knapp sind, muss man halt Schwerpunkte bilden. So. Und das ist eine Sache, also Schwerpunkte auch über die Nationen, über nationale Grenzen hinweg, weil wir sowieso irgendwie alle vernetzt und zusammenhängen. Es ist vollkommen unmöglich heutzutage, sich komplett abzuschotten und sein eigenes Süppchen in seinem Staat zu kochen. Funktioniert einfach nicht. Und dass man diesen Schritt geht, sich eher dahin geht zu sagen, okay, wir gucken wir mal, was falsch gelaufen ist. Und dann halt vielleicht auch Organisationen umbaut oder verändert oder stärkt und Regeln dafür einführt für Kommunikation oder ähnliches. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir aus diesem mitnehmen. Und das ist das, was mich auch so angetrieben hat, als du mich gefragt hast. Weißt du es noch? Ganz am Anfang von dem Projekt hast du mich angerufen und gesagt, Mensch, Christian, soll ich das jetzt in Deutsch machen oder soll ich das in Russisch machen oder wie? Was meinst du denn? Na, ich gesagt, wir machen das in 3 Sprachen. Wir machen das Deutsch, Russisch und Englisch, weil es halt um diese Internationalität geht, weil das Projekt halt nicht einfach nur, ich sag mal, Behinderte aus Deutschland fragt, sondern halt aus aller Welt. Und wir werden das sehen, bin ich fest von überzeugt, dass es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt in den Lösungsstrategien und in den Problemen, die wir haben, trotz unterschiedlicher politischer Systeme und trotz unterschiedlicher Ausgangsausstattung. Das ist natürlich ist das in Deutschland ganz anders, als es in Amerika oder auch und vor allen Dingen in Russland ist. Aber die Probleme an sich, die sind gleich. Und das macht diese Internationalität deutlich und das macht das Projekt aus, finde ich. Und was für mich in dieser ganzen Geschichte ganz wichtig ist, gerade der Ausgangspunkt für dieses Projekt war meine Erfahrung, dass die Grenze zwischen wir, Menschen ohne Behinderung, und Sie, Menschen mit Behinderung, sehr fließend ist. Und das Wissen und die Unterstützung geht in beide Seiten. Nur aus unserer Geschichte, aus der Natur der Sache heraus, haben wir geerbt so eine Sichtweise auf die Menschen mit Behinderung als soziale Empfänger oder als medizinischer Fall oder orthopädischer Fall. Ja, und eigentlich ist jetzt das neue Modell gleichberechtigt. Da sind unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner, und auf die Weise müssen wir auch miteinander umgehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, diese Quarantäne und die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir jetzt behindert geworden sind und gerade die Unterstützung brauchen, die Tipps, dieses Wissen, was Menschen wie Christian schon vor 8 Jahren erlebt haben, durchlebt haben, verlebt haben und
ihr Leben neu aufgestellt haben. Und deswegen war das für mich persönlich so wichtig, jetzt diesem Bild des leidenden Menschen mit Behinderung, das durch die Corona-Krise auch noch in die Risikogruppe rutscht oder dies oder jenes nicht bekommt, einfach entgegenzukommen und sagen, guckt mal, die Waage ist gleich. Wir bekommen jetzt die Unterstützung von Christian, von Nina, von Markus, von Jewgenia, von Anastasia, von allen wunderbaren Gästen, die wir haben werden aus Israel, aus Südkorea, aus englischsprachigen Raum. Ich habe eine Frage an dich, die letzte. Was würdest du deinem nicht behinderten Ich vor dem Unfall sagen? Und was würdest du deinem kurz danach behinderten Ich sagen aus der heutigen Position, 8 Jahre danach? Womit würdest du dich unterstützen oder was würdest du auf den Weg geben zu dir selbst damals? Ähm, ja, also wenn ich jetzt mal überlege, also zu dem ich vor meinem Unfall, ähm, da würde ich vielleicht sagen, guck ein bisschen mehr auf dich selber. Also achte auf dich und äh, vergiss, vergiss deine Träume und so weiter nicht. Das heißt, ich war damals sehr stark auf dem Trip, mir eine neue Arbeit aufzubauen, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, gut Geld zu verdienen. Und ja, das wird auf einmal sehr, sehr relativ dann irgendwann. Und das ist vielleicht, also das wäre so eine Sache, die ich meinem damaligen Ich mitgeben würde. Und meinem Ich nach dem Unfall, mh, ja, also das eine ist, bleib dran, halt durch. Also ich verspreche dir, es wird besser. Auf jeden Fall, es wird auch gut. Also du wirst dich wieder gut fühlen und das ist okay. Aber auch da äh, achte auf dich und überhol dich nicht selbst. Also, wie gesagt, ich habe auf einmal eine Urosepsis gehabt und da sterben Menschen dran, da sterben viele Menschen dran in Deutschland, trotz allem. Und das ist es nicht wert. So, achte auf dich und auf deine Gesundheit. Gibt es noch etwas, so ein paar Ratschläge, die du den Menschen, die jetzt ohne Behinderung leben, aber in der Corona-Krise jetzt sich mit Ohnmacht, mit der Unmöglichkeit, sich selbst zu bestimmen, mit Existenzängsten, mit der Nähe zu den Mitbewohnern quälen? Was würdest du sagen? Man muss mal eine Positionsbestimmung machen. Also, was heißt, also welche Zukunftsängste habe ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und da auch wirklich mal in Ruhe dran zu gehen und zu überlegen, was trifft mich und was trifft mich nicht. Und vielleicht auch einfach Ideen oder Projekte zu überlegen und sich vorzubereiten. Also es ist jetzt eine Zeit, die in vielen Punkten für viele ruhig ist, insofern, als dass man sagt ja immer, wir sind entschleunigt worden. Und diese Situation zu nutzen, um seine Position zu bestimmen, im Leben, im Arbeitsleben, genauso wie im Privaten, um von dort aus zu überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin? Und was will ich eigentlich wirklich tun? Und worum geht es mir eigentlich wirklich? Also auf einmal merkt man, dass man Familie hat. Also, dass die dann auch da sind so und dass Kinder auch Aufmerksamkeit brauchen. Und auf der anderen Seite aber auch Regeln und so weiter. Und ja, die Zeit zu nutzen, um sowas mal, diese Positionsbestimmung zu machen. Das ist das eine, ja, und ganz praktisch ist es halt, dass man mit der Familie gemeinsam darüber redet, wie die Situation ist, wie es weitergeht, auch welche Ängste und welche Sorgen man hat, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und zu finden und das auch mitzutragen. Also
trägt sich halt leichter, wenn man beteiligt ist. Danke dir, Christian. Und ich möchte daran erinnern, dass alle, die uns zuhören oder zuschauen, die Möglichkeit haben, eine Stunde Coaching mit Christian zu gewinnen. Wir senden am Mittwoch bis in einer Woche, bis zur nächsten Sendung, dürft ihr unten in den Kommentaren Anmerkungen schreiben zu dem Unternehmen, wo Christian hätte arbeiten können, zu der Position, zu der Aufgabenbeschreibung, was er machen könnte. Und dann, das ist die eine Aufgabe. Eine ganz andere Aufgabe ist, schaut doch einfach um sich herum. In einem ganz nahen Kreis von Menschen, Familie, Freunde, Kollegen, Bekannten. Gibt es da Menschen mit Behinderung? Und wenn ja, haben sie eine Arbeit? Haben sie keine? Und wenn sie eine Arbeit haben, ist es eine Arbeit, die für deren Qualifikation, deren Ausbildung, deren Fähigkeiten und Kenntnisse passend ist? Und wenn nicht, dann schreibt uns auch, was denken Sie, in welchem Unternehmen dieser Mensch hätte arbeiten können, in welcher Position, was wären dann seine Aufgaben? Und einfach sich dieses Bild vor Augen zu führen und verschriftlichen, mit uns teilen. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast und für das alles, was du geteilt hast. Und ich möchte jetzt sagen, was ich persönlich für mich aus diesem Gespräch mitnehme. Es ist, achte auf dich, entdecke die Langsamkeit, überrumpele dich nicht und egal wie schlecht es dir geht, in 14 Tagen wird es besser. Und das hatte ja auch schon der König David gesagt, auch das wird vergehen, ja, einfach mal nicht schaukeln, sondern einfach in Ruhe in dem Moment denken, okay, auch das wird vergehen und in 14 Tagen wird alles besser. Und es gibt viele neue Berufe, die uns diese Zeit mitbringt. Denkt einfach nur darüber nach, was für einen riesengroßen Markt Menschen mit Behinderung, Menschen wie Christian ausmachen. Da sind nämlich 15% der Weltbevölkerung, das ist 1.200.000.000 Menschen. Fachleute sagen, es ist ein Markt in der Größe von China. Auf diesem Markt gibt es ein unzulängliches Angebot an Leistungen und Produkten, also IT-Rundumversorger, Trompete, Orthopäden, Trompete, Orthopäden, Trompete, Therapeuten sind herzlich willkommen. Lasst die Fantasie walten und sich neu ausrichten. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Janine Urusova. Unser Gast heute bei dem Podcast Ein Monat lang in deinen Mokassins war Christian Tiffert aus Rostock und wir freuen uns auf das nächste Gespräch in einer Woche. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.